Hallo, heute ist Sonntag, der 21. Oktober 2018. In dem heutigen Video geht es mal wieder um ein medizinisches Thema, nämlich um Narbenpflege oder Narben-Aftercare im weitesten Sinne, speziell bei der Mastektomie als Eingriff. Besonders die Leute, die die großen Schnitte bekommen haben, also große und lange Narben zurückbehalten haben, die klagen manchmal darüber, dass sie so ein Druckgefühl auf der Brust spüren. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Manche beschreiben es auch als ein Gefühl der Verklebtheit oder irgend sowas und damit möchte ich mich heute mal beschäftigen. Also erstmal ganz basic. Wie funktioniert das mit diesen Narben eigentlich? Ich zeichne das am besten mal auf, also ganz einfach und schematisch natürlich, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Also unsere Haut besteht ja aus mehreren Hautschichten. Ganz oben ist die Oberhaut oder auch Epidermis genannt. Darunter liegt die Lederhaut oder auch Dermis. Die ist ziemlich fest und straff, also zumindest in jungen Jahren ist sie das. Später verliert sie diese Eigenschaft ein bisschen. Und darunter liegt die Unterhaut oder auch Subcutis. Die ist wiederum sehr locker und da sind auch sehr viele Fettzellen drin. Das ist übrigens alles hier sehr stark vereinfacht. Ja, in Wirklichkeit ist die Realität natürlich viel komplizierter. So, unter der Unterhaut liegt dann, je nachdem, wo am Körper wir uns gerade befinden, entweder Muskelgewebe oder ein Gelenk oder Knochen oder sonst irgendwas. Im Falle der Mastektomie sind wir ja im Brustbereich und deswegen liegt an dieser Körperregion unter der Haut eben noch mehr Fettgewebe und eben auch Drüsengewebe. Das muss ja bei der Operation entfernt oder zumindest reduziert werden. Das wiederum heißt, bei diesem Eingriff müssen wir durch alle Hautschichten hindurch. Und wenn ihr auch große Schnitte bekommt, so wie ich, dann wird sogar noch ein Hautlappen entfernt. Das heißt, der Chirurg schneidet an 2 Rändern die Haut durch, löst den dazwischenliegenden Hautlappen ab und durch diese Wundöffnung kann man dann ganz bequem alles rausholen, was eben so raus muss. Und dabei wird auch unter den vorhandenen Hauträndern zum Beispiel Fett abgesaugt oder irgendwas gemacht. So, und am Schluss wird die Haut zusammengezogen, das heißt die beiden Wundränder oder Hautränder werden zusammengeführt und vernäht. Ihr seht, dabei entsteht eine riesige Wunde. Die habe ich hier mal rot angemalt in meinem Schema. Also entlang der Hautränder, die zusammengenäht werden, ist natürlich eine Wunde, klar, da wurde ja durchgeschnitten, aber auch unter der Haut wurde jede Menge Gewebe verletzt und da wurde Fett abgesaugt und ganz viel natürlich rumgemacht. Das ist alles rot und alles das muss auch verheilen. Wie verheilen solche Wunden? Nun ja, der Körper produziert ein Bindegewebe, um erstmal alles zusammenzuhalten. Das heißt, hier in der Naht zwischen den Hauträndern wird Bindegewebe produziert, aber auch unter der Haut, wo ja Fett abgesaugt wurde, da wird auch überall Bindegewebe hineingestopft. Das, was davon oberflächlich zu sehen ist, das nennen wir dann Narbe. Und das ist eben auch, was mit den Wunden geschieht. Sie vernarben. Das ist genau der Moment, wo dieses Verklebtheits- oder Spannungs- oder Druckgefühl ins Spiel kommt. Und zwar das Bindegewebe, was bei der Narbenbildung entsteht, das ist ein anderes Bindegewebe, was wir ansonsten so in der Haut oder im Körper finden. Das ist nämlich nicht besonders elastisch. Narbengewebe ist nicht elastisch, sondern relativ starr und relativ stramm. Der Fokus liegt ja auch darauf, Wundränder, die irgendwie voneinander getrennt worden sind, zusammenzuhalten. Und deswegen muss dieses Bindegewebe vor allem straff sein und die Wundränder zusammenhalten. Da liegt natürlich der Fokus nicht auf Elastizität. Das ist ja gerade das, was man gerade überhaupt nicht braucht, wenn irgendwas verheilen muss. Und daher kommt eben auch dieses Gefühl von Einengung. Weil wenn du atmest, dann geht ja normalerweise deine Haut mit und dehnt sich mit. Wenn du aber so straffes Narbengewebe in Form von das ist ja nicht nur entlang der Narbe, sondern entlang des gesamten Brustkorbes ist ja dann unter der Haut auch Narbengewebe. Und wenn das alles überhaupt nicht mehr richtig sich mitdehnt, dann hat man natürlich das Gefühl, als ob ein irgendwas einschnürt, oberflächlich. Tatsächlich schnürt ja natürlich nichts die Luft ab, du kannst ja weiter atmen. Aber dieses Gefühl von Druck herrscht eben auf der Haut. Dieses Druckgefühl wird mit der Zeit auch schwächer und weicht immer mehr zurück und am Ende bleibt noch so ein diffuses, die Leute beschreiben es eben als so eine Art Verklebtheitsgefühl, ebenso als ob Pflaster auf den Narben kleben würden, obwohl da überhaupt nichts ist. Man kann sich das sogar bildhaft vor Augen führen und direkt beobachten, indem ihr nämlich an dem betroffenen Hautgewebe mal so eine Falte reinkneift und mal so versucht rauszuziehen. Das hängt natürlich sehr stark von eurer Veranlagung ab, wie gut und wie groß die Hautfalte ist, die ihr in eure Haut so reinkneifen könnt. Und wenn ihr eben jetzt eure Mastektomie hattet, dann ist dieses lockere Unterhautgewebe durchzogen mit starrem Narbengewebe und damit büßt sie eben an Elastizität ein.
Die Haut kann sich also schlechter auseinanderziehen und stellenweise hatte ich es sogar, dass ich überhaupt keine Falte mehr in meine Haut reinkneifen konnte, geschweige denn, dass ich da noch irgendwie dran ziehen konnte. Und man sieht auch den Unterschied. Vorne am Brustkorb sieht man eben, dass ich nur eine ganz kleine Hautfalte reinkneifen kann und genau dort habe ich eben momentan immer noch so ein Gefühl von Verklebtheit. An den Außenseiten meiner Narben habe ich dieses Gefühl gar nicht mehr und hier sieht man auch, dass ich riesige Hautfalten rausziehen kann und dass das schon wunderbar beweglich und mobil alles geworden ist. Und ich bin schon ein Dreivierteljahr Post-OP, solltet ihr vielleicht in dem Moment auch noch im Hinterkopf behalten. Das heißt, so wie es bei mir jetzt aussieht, geht das schon. Also 1 Monat Post-OP, da konnte ich im Brustbereich, da konnte ich rumzuppeln, wie ich wollte, da habe ich keine Hautfalte, also gar nichts, da ging nichts. Es war wie bombenfest verbaut und vernagelt bei mir. So, jetzt haben wir also geklärt, wie das nach einer großen Operation läuft mit dieser Narbenbildung und wie dieses Gefühl von Druck oder von Verklebtheit überhaupt entsteht. Jetzt kommt natürlich die noch viel wichtigere Frage, wie werde ich dieses Verklebtheitsgefühl wieder los? Was muss dazu passieren? Dazu muss dieses starre Narbengewebe, von dem ich die ganze Zeit spreche, das muss mit der Zeit ersetzt werden durch ein anderes Bindegewebe, was eben wieder mehr elastisch ist, so wie die Haut normalerweise auch beschaffen ist. Gute Nachricht vorneweg, das macht der Körper von alleine sowieso. Schlechte Nachricht, naja, euer Körper macht das in der Geschwindigkeit, die ihm so gefällt und je nach Veranlagung kann das eben relativ fix gehen oder es kann sich eben auch hinziehen. Und manche beschreiben sogar, dass sie Jahre nach der Mastektomie immer noch so ein leichtes Verklebtheitsgefühl im Brustbereich spüren. Kann man diese Regeneration oder diesen Austausch des Narbengewebes vielleicht beschleunigen? Jein, sagen wir mal so, wir können diesen Austauschprozess unterstützen, so richtig beschleunigen. Ach, das geht immer schwer, wenn der Körper irgendetwas von alleine machen muss, den dann so zu schubsen. Also unterstützen können wir ja. Eine Möglichkeit, wie man den Körper dabei unterstützen kann, den habe ich zumindest beobachtet bei mir, ist Bewegung. Das muss noch nicht mal Sport sein. Also gerade so die ersten 3-4 Monate nach der Operation solltet ihr sowieso keinen Sport machen. Da sind die Narben noch viel zu frisch und dann reißt ihr euch alles auf, die Narben werden breit, solltet ihr lassen. Aber gerade in diesen 3 Monaten ist ja unglücklicherweise dieses Druckgefühl am penetrantesten und am unangenehmsten. Und da hilft eben auch sanftes Dehnen schon. Dehnen ist ja auch eine Art von Bewegung und auch da wird ja die Haut schon leicht gestrafft und die Elastizität der Haut herausgefordert. Und da hilft eben schon sanftes Dehnen und die Haut langsam daran zu gewöhnen, dass sie langsam mal wieder beweglich werden muss. Wenn ihr nämlich eure Arme mal so bewegt, dann könnt ihr spüren und auch teilweise sehen, wie sich die Haut über eure Rippen hinweg bewegt. Da ich ja da eine Narbe habe, sieht man das besonders gut, wie sich die Narbe bei jeder Bewegung über die Rippen hinweg schiebt. Und das geht halt auch nur, wenn zwischen der Haut und den Rippen darunter eine elastische Schicht befindet. Und das kann man eben durch diese Bewegung unterstützen, dass diese elastische Schicht wieder da ist oder wieder gebaut wird. Es gibt dazu sogar ein Faltblatt und eine Broschüre von dem Transrecht e.V. Verein aus Bremen. Den hat mir netterweise ein Transmann aus Rheinbeek, also der direkt in Rheinbeek wohnt, zur Verfügung gestellt und überlassen. Also hier ist die Broschüre und das Faltblatt, das sind Übungen drin zur Achtsamkeit und auch eben zur Dehnung, deswegen erwähne ich dieses Faltblatt gerade, einmal vor der Mastektomie und sich vorzubereiten und auch ein bisschen mehr einen positiven Bezug zum Körper herzustellen und nach der Operation eben, um langsam wieder mobil zu werden. Sind da auch Dehnungs- und Bewegungsübungen drin. Und auch dazu gehört noch so eine Broschüre, da stehen noch allgemeine Informationen drin zur Vorbereitung der Operation, wie man vielleicht sich auch auf Krisenbewältigung vorbereiten kann, falls nach der Operation so ein Tief kommt. Das beschreiben ja auch manche, hat jetzt aber mit Bewegung und allem nichts zu tun. Ich sage das nur, weil man das so in Kombination auch sich zuschicken lassen kann von dem Transrecht e.V. gegen eine freiwillige Spende zur Kostendeckung. Den Link dazu kann ich unten in die Videobeschreibung hineinpacken. Ich habe nur vorhin gelesen, dass momentan das mit den Broschüren gerade ein bisschen eng ist, weil sie eine neue Broschüre rausgebracht haben und erstmal wieder eine Finanzierung finden müssen. Das heißt aber, sobald wieder Broschüren da sind, kann man die sich wieder zuschicken lassen. So, wie gesagt, das sind eben keine verrückten Übungen, sondern ganz sanfte Dehnungsübungen. Die kann man also auch relativ kurz nach der Operation schon langsam anfangen. Nicht so, dass es wehtut. Also wenn es wehtut, solltet ihr natürlich nicht weitermachen, aber eben
um langsam wieder reinzukommen. Und dann ab dem 3. Monat habe ich zumindest angefangen, langsam und wirklich vorsichtig Sport wieder zu machen. Und dann ab dem 4. Monat habe ich wieder normal Sport gemacht. Und danach habe ich auch, also sobald ich mit Sport angefangen habe, habe ich zumindest gemerkt, wie eben an diesen besagten Außenseiten meiner Narben dieses Verklebtheitsgefühl ziemlich schnell einfach verschwunden ist. Also es hat wenige Wochen gedauert, dann waren hier unter den Achseln die Narben deutlich beweglicher und es hat sich eben auch nicht mehr so komisch eingeengt oder einengend angefühlt. Das heißt also, erster wichtiger Tipp, Bewegung. Und der zweite wichtige Tipp, den man noch versuchen kann, ist Massieren. Was ja im Prinzip auch eine Art von Bewegung ist, nur eben nicht aktiv, sondern eben passiv. Das geht natürlich nur mit Öl. Wir wissen alle, massieren tut man am besten mit Öl. Für die Narbenpflege könnt ihr ja sowieso Öl benutzen. Die Narbenhaut ist ja von ihrer Beschaffenheit her eher feuchtigkeitsbedürftig, weil sie ja selbst keine Talgdrüsen hat, um sich selbst zu versorgen. Die ist ja relativ nackig. Und ihr solltet aber nicht zu früh mit Narbenöl anfangen, das habe ich aber schon mal in einem anderen Video gesagt, weil sonst weicht ihr die Haut nur auf und bei einer Bewegung oder bei starker Anstrengung zieht ihr die Haut wieder auseinander und dann werden die Narben breit, sieht nicht schön aus. Das solltet ihr also nicht zu früh damit anfangen, aber ich habe, glaube ich, so nach 4 Monaten langsam angefangen, so verschiedene Öle zur Narbenpflege mal auszuprobieren. Video ist verlinkt. Habe ich jetzt in die richtige Ecke gezeigt? Da, ja. Jedenfalls, ja, irgendein Öl, was ihr dann eben mögt, das könnt ihr dann auf eure Haut verteilen. Und am Anfang erstmal, um die Haut warm zu kriegen, streicht ihr erstmal so in kreisenden Bewegungen über die Haut drüber. Vielleicht klopft ihr auch ein bisschen die Haut warm. Ja, und fangt nicht ohne Aufwärmung einfach an, volle Möhre in die Haut reinzukneifen. Darauf ist sie überhaupt nicht vorbereitet, das tut nur weh und damit unterstützt ihr überhaupt gar nichts. Später, wenn ihr dann die Haut aufgewärmt und warm massiert habt, könnt ihr eben anfangen, entlang der Narbe mit den Fingerspitzen sie zu kneten und auch so Halbkreise zu formen. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, ob es da irgendeinen Begriff dafür gibt. Also wovon ich spreche ist, hier ist die Narbe und ihr nehmt die Fingerspitzen links und rechts von der Narbe und dann macht ihr hier so eine eindrehende Bewegung, sodass dann die Narbe so zwischen den Fingern so eingeknickt wird und mal so rum und mal so rum. Was ihr damit tut, ist, ihr dehnt die Narbe, weil wenn die Narbe einfach nur so in einem geraden Strich runter geht, dann legt sie einen kurzen Weg zurück, als wenn ihr an einer Stelle die Haut so einknickt, dann muss die Narbe ja diesen langen Weg zwischen euren Fingerkuppen überbrücken und das ist ein längerer Weg, deswegen wird die Haut gedehnt, gell? Und je mobiler das Narbengewebe schon ist, desto besser lässt sich diese Drehbewegung eben auch ausführen. Und auch hier seht ihr wieder einmal, an den Außenenden meiner Narben geht das wunderbar und da ist die Haut im Prinzip eine einzige Einheit und lässt sich wunderbar eindrehen. Und je mehr ich nach vorne in die Mitte komme, desto steifer ist die Haut noch und desto schwieriger lässt sich diese Drehbewegung machen und desto weniger geht die Narbe damit. Ja, das sind so meine Tipps gewesen, was man machen kann, um die Narbenregeneration zu beschleunigen. Vielleicht habt ihr ja auch noch andere Tipps, dann schreibt sie bitte in die Kommentare, da würde ich mich sehr drüber freuen und werde es dann wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Und andere Mitleser wahrscheinlich auch. Und dann habe ich das Thema Narben, Druckgefühl, Verklebtheitsgefühl, was kann ich dagegen tun und was gibt es heute zum Mittagessen, geklärt. Ich wünsche euch bewegliche, elastische Grüße. Bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnurz.